We may have it all. Up the ladder, down the wall. Different mysteries. Einen schönen guten Morgen. So, und guckt mal, da kommt sogar mal die Prinzessin wieder an, die das hier natürlich genießt, durch die Gegend zu sausen. Ne? Solche Straßen, nur Schotterpisten, die durch den Wald gehen und sowas. Das ist einfach herrlich. Und hier die Gegend zu erkunden und rumzufahren, ich finde das die absolute Sahne. Direkt hier hinter, da ist ein ziemlich großer See. Der ist zwischen den beiden großen Seen in Schweden, so ein bisschen oberhalb. Und das ist eine fantastische Gegend hier wieder. Ich kann meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Und wir stehen direkt unten am Wasser und haben einen schönen windgeschützten Platz gehabt die Nacht. Herrlich, einfach nur traumhaft. Schaut mal, die Chefin ist schon aufgestanden. Da vorne ist er. Guten Morgen. Morgen. Da ist aber jemand abgehauen gewesen und stand hier vom Wohnmobil nach dem Motto, wieso macht mir keiner auf hier? Nö, die habe ich schon gesehen, aber gesagt, geht zu Frauchen und dann ist er losgestrippt. So, mein Schatz. Auf geht's. Den schönen Sonnenplatz verlassen. Ein bisschen traurig bin ich ja. Es ist 10:45 Uhr. Heute ist der 4. Januar und vorletzter Tag unserer Schwedenreise. Und jetzt geht es hier noch ein bisschen durch die schwedischen Backroads mit Blick auf den See und genießen das noch ein bisschen. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want a lot. So, wir sind im Tivende Nationalpark. Ich hoffe, das ist ansatzweise richtig ausgesprochen. Ich stehe hier auf so Felsformationen, die aus der letzten Eiszeit sind. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed.
eine Grotte oder was hier? Na, irgendwas zum Durchkriechen. Echt? Einmal das Video anhalten und bitte versuchen, das auszusprechen, fehlerfrei. I crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only So, mein Schatz, dir hat es richtig gut gefallen. Ja. Wenn du so leise in dich reinredest, hört das keiner. Ich wollte ja auch so richtig machen. Mein Sächsisch oder was? Jetzt fahren wir hier noch ein bisschen am Vetternsee lang. Nee. Doch, das ist der Vettern. Siehst du? Das andere ist der Vettern. Der große ist der Vennern und der etwas kleinere längliche ist der Vetternsee. don't need someone to save me, no, and don't come running and blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said you love for me something brand new. Am Nachmittag fahren wir dann über ein paar Offroad-Pisten, die öffentlich befahrbar sind, entlang des Westufers am Vetternsee. Say who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Am Abend entscheiden wir uns, in Jönköping auf dem Campingplatz zu übernachten. Wir sind echt überrascht, wie groß Jönköping ist. Von unserem Stellplatz aus konnten wir über den Vetternsee schauen und hatten einen wunderbaren Blick auf die Westseite von Jönköping. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in So, da wir jetzt kein Gelände mehr fahren, muss ich jetzt mal wieder Luft auf die Reifen machen. Wir sind mit 2,8 Bar gefahren im Norden oben und fahren jetzt wieder mit 3,5 Bar, wenn wir auf normalen Straßen fahren. Und die Reifen aufpumpen an der Tankstelle macht keinen Sinn, weil die Tankstellenkompressoren das meistens nicht schaffen, hier so viel Luft reinzubringen, dass die aufgepumpt sind. If you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask you that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartment. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. Ladies and gentlemen, in preparation for departure, please check to see that your seatbelts are securely fastened. Your window shades are open. Seat backs are in the upright and locked position. Your tray tables have been put away. All your carry-on items are securely stowed underneath the seat. Das stürmt wie irre draußen. Bin mal gespannt, was das für eine Überfahrt wird heute. Nach über 330 Kilometern auf der E4 sind wir nun in Trelleborg angekommen. Doch bevor wir zur Fähre einchecken, gibt es erstmal noch ein schönes Abendbrot. There you were.
Guten Appetit, mein Schatz. Danke, wünsche ich dir auch. Thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I want it by you, 'cause I can stay till the morning, or stay till the dawn, but just hold me now. Da steht ja schon unser Schiff. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much. Also vertrauenserweckend ist das diesmal nicht. Die sieht ja sowas von ramponiert aus. Hier sind überall die Verkleidungsplatten abgebaut. So, jetzt alle schön den Rettungsplan hier durchlesen. Wieder nach Rostock, morgen früh sind wir da. Hoffentlich nicht allzu windig und nicht so stürmisch. Ich will eigentlich hier bleiben. Kleiner Elch für zu Hause. Auf diesem Kanal geht es demnächst weiter mit der nächsten Reise. Doch auch die Technik soll nicht zu kurz kommen. Daher vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann ab damit in die Kommentare. Über einen Like würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Na, noch müde von der Überfahrt? Ja. Nach 17 ereignisreichen Tagen und etwa 4.300 Kilometern sind wir wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Gestartet sind wir mit gemischten Gefühlen, da wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Doch jetzt, nachdem wir wieder zu Hause sind, muss ich sagen, es war eine der beeindruckendsten Reisen, die wir unternommen haben.